Hallo ihr Lieben, Herbst hier in Norwegen. Ich hatte die letzten Wochen richtig viel zu tun, nicht nur wegen dem Verkauf des Hofes, der ja noch aussteht, sondern auch hier in Norwegen. Ich hatte ein paar Probleme mit den Behörden wegen meiner Registrierung und auch wegen dem Import der Pferde. Ich habe weiter Kartoffeln geerntet, da bin ich noch nicht fertig mit. Ich habe den Rest Gemüse geerntet. Ich habe endlich Wasser, also ich hatte ja vorher schon Wasser, aber jetzt habe ich endlich sauberes Wasser. Ich habe angefangen, den Zaun zu bauen für die Pferde, die ja hoffentlich bald kommen. Und eigentlich hatte ich ja vor, euch heute die Selbstversorgung mit Fisch zu zeigen, doch das verschiebe ich auf ein anderes Mal, wahrscheinlich auf das nächste Mal. Das ist ein zu großes Thema und es wird hier einfach zu viel heute. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. Ja, das, was so einen Lärm macht da, das ist der Brunnenbohrer. Ich bekomme einen neuen gebohrten Brunnen und dann hoffentlich mit gutem, sauberen Trinkwasser. Ich filme hier durch mein Küchenfenster und hier könnt ihr sehen, wie ich demnächst dann Wasser bekomme, Trinkwasser. Ich habe ja Wasser, aber das ist verseucht mit Campylobacter-Bakterien und deswegen haben wir da eine neue Brunnenbohrung. Ja. Und während hier im Hintergrund die Maschine brummt, könnt ihr sehen, heute Nacht hat es das erste Mal geschneit in den Bergen. Ja, ist das spannend, Odin? Was passiert da? Wird da gebuddelt? Hier im Keller kommt mein Wasser rein und dann geht es nochmal in den Nebenraum da. Hier, wo ich auch meine Kartoffeln habe, da ist dann die Pumpe für das Wasser. Und dann ist es hier, sieht man das überhaupt? Das ist so dunkel hier. Ja, da sind jedenfalls die Anschlüsse und jetzt kann ich umschalten zwischen dem alten und dem neuen Brunnen für den Fall, dass ich das möchte. Tada! Hallo, ich bin hier oben mit Odin hinten drin, den werde ich gleich rauslassen, auf dem Weg zurück von Förde. Und da muss man über einen kleinen Pass fahren und das ist hier oben wunderschön. Da werden wir gleich ein bisschen spazieren gehen. Ich bin erschöpft und ein bisschen genervt und aber auch amüsiert gleichzeitig. Ich war in Förde, um mich hier zu registrieren und hatte vorher mit der Steuerbehörde Skatteetaten mehrmals telefoniert, damit ich auch wirklich alle Papiere zusammen habe und mich mehrmals erkundigt, ob das auch wirklich alles stimmt, was da steht und dass ich das richtig verstehe. Und ich habe keine Probleme mit der Sprache, also ich spreche fließend Schwedisch und ich spreche auch Norwegisch, weil ich hier geboren bin. Das ist überhaupt gar kein Problem mit der Sprache. Die haben einfach am Telefon nicht so viel Ahnung, wie sie haben sollten. So, ich war jetzt da, hatte alle Papiere mit
Doch, es gab ein paar Probleme. Einmal meinten die, mein deutscher Personalausweis funktioniert nicht, denn da steht nicht drauf, ob ich jetzt Mann oder Frau bin, wo man das ja sehen kann und auch am Namen. Aber das gilt nicht. Hätte ich jetzt nicht noch eine schwedische ID-Karte gehabt, wo das tatsächlich draufsteht, wäre das schon daran gescheitert. Das hat dann noch geklappt. Es wird jetzt alles eingeschickt. Das nächste Problem ist, dass ich mich anmelde mit eigener Firma und dass die mir nicht gesagt haben, dass ich vorher die Firma hierher ummelden muss. Es steht einfach nur im Internet, dass man beweisen muss, dass man eine eigene Firma hat, und die haben das auch gesagt, als ich angerufen habe, dass das reicht, dass ich mitnehme, was ich da aus Schweden habe, und damit kann ich mich dann hier anmelden. Nein, so ist das wahrscheinlich nicht. Also ich hatte das schon eingeschickt mit der Registrierung für die Firma hier. So wahrscheinlich muss ich darauf warten und das Ganze dann nochmal beantragen, denn er meinte hier jetzt, dass das vermutlich nicht durchgeht. Na gut, wir werden sehen. Ich werde jetzt erstmal mit Odin hier oben ein bisschen spazieren gehen. Tja, irgendwie habe ich keine Gummistiefel an und ich weiß gar nicht, ob ich da rüberkomme zu dem Weg. Also da oben ist irgendwie ein Weg. Tja, keine Ahnung. So, das hat schon mal geklappt. Aber das ist überall so nass hier. Also ich glaube, hier gehen wir nicht lang. Irgendwann mal, wenn ich Gummistiefel mit habe. Schade. Die schöne Sonne ist leider weg und nur da hinten, irgendwo hier hinter einer Wolke ist sie. Aber ich dachte, ich zeige euch trotzdem mal von hier oben, vom Pass aus, die Aussicht. Die wunderschönen Herbstfarben, ich liebe das wirklich. Und hier fahren Odin und ich gleich wieder nach unten. Ziemlich weit nach unten und dann ins Tal. Und im nächsten Tal wohnen wir. Ich hatte euch in einem früheren Video mal erzählt, dass ich dabei bin, einen Gartenwochenkalender zu entwerfen für dieses Jahr. Für letztes Jahr hatte ich ja auch einen. Der ist jetzt fertig und erhältlich. Und dazu habe ich dann im gleichen Stil noch ein Gartennotizbuch entworfen. Beides ist nun über Amazon erhältlich. Den Link dahin findet ihr in der Infobox unter dem Video oder auch über meine Homepage marita-südohamann.com oder autarkwoman.com. Ich habe weiter Kartoffeln geerntet, viele Kartoffeln. Ich hatte ja 18 Reihen Kartoffeln. Die eine Sorte, Glorietta, da habe ich 83 Kilo rausbekommen. Sehr viele kleine und viele durch Würmer zerfressen. Die andere Sorte, eine alte Sorte, Laura, die ich auch schon eine Weile anbaue, das hat richtig gut geklappt. Mittlerweile habe ich etwa 100 Kilo rausgeholt und ich habe noch 3,5 Reihen, so da kommt noch ein bisschen was dazu. Die sehen auch schön aus, schöne große Kartoffeln, nicht so sehr von Würmern zerfressen, so das sieht schon mal gut aus. Zwischendurch gab es hier richtig viel Regen und auch einen richtigen Sturm und es war sowieso ziemlich stürmisch. Die Zeit habe ich dann genutzt und habe im Keller Kartoffeln sortiert. Ja, alles sowas, was natürlich trotzdem gemacht werden muss. Also mir geht nie die Arbeit aus.
Hier wiege ich die Kartoffeln einmal und dann packe ich sie in solche Behälter, damit sie trocknen können. Und wenn sie trocken sind, kommen sie dann in die nächste Kiste. Ja, wie man hier vielleicht sehen kann, sind es ganz viele kleine Kartoffeln. Aber wenn man hier guckt, die letzte Reihe, da sind ziemlich viele große mit dabei. Und das ist die Reihe, die an die nächste Kartoffelsorte angrenzt und dementsprechend die Hälfte, also von der einen Seite, gehäufelt war. So häufeln ist wirklich sinnvoll. Das ist die andere Sorte, die Laura, eine sehr alte Sorte. Und das sind richtig schöne Kartoffeln, viele große dabei. Hey Udi, nicht an meiner Kamera wackeln. Da, ich werde jetzt meine Zucchinis ernten. Besser als nichts, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja, hier sieht man meine Rüben und die gelben Rüben auch. Und dann habe ich den allerletzten Salat geerntet, den werde ich heute essen. Hier sind die Blätter von den Rüben und daraus werde ich mir jetzt gleich eine Kartoffel-Gemüsepfanne machen. Und das ist ein ganzer Eimer voll mit Blättern und Radieschen. Und die werde ich auch noch verarbeiten und einfrieren. Eine schöne Pfanne draus machen und einfrieren. So ein bisschen Essen ist noch da. Meine Pferde, die noch in Schweden sind und hoffentlich bald in Norwegen. Ich bin dabei und habe angefangen, einen Auslauf für die Pferde zu bauen und im Stall muss ich noch fertig werden. Dann plane ich auch noch eine größere Weide abzustecken und ich muss noch mit den Behörden telefonieren und jede Menge Papierkram ausfüllen. So, ich hoffe, das klappt alles.
habe die wunderschöne Sonne heute genutzt und habe einfach alles zusammengepackt und bin sofort losgefahren, als die Sonne rausgekommen ist. Denn ich dachte, ich kann noch mal ein bisschen filmen hier oben im Felsen. Das ist Gaulafjell, wo ich schon ein paar Mal war. Und ja, die Herbstfarben so ein bisschen einfangen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran, so wie ich. Schade, hier oben sind tatsächlich die meisten Bäume schon entlaubt. Das heißt, man kann die wundervollen Herbstfarben gar nicht mehr sehen. Ich hatte einfach keine Zeit vorher. Aber so ist das manchmal. Ich werde jetzt noch mal ein Stück weiter runterfahren und mir da eine hübsche Ecke suchen. Aber wunderschön ist es trotzdem, oder nicht? Gott, ich finde das so fantastisch schön. Dort oben die Schranke. Ich zoome sie mal ran. Da wird im Winter der Pass gesperrt hier oben. Da hinten sieht man schon, auf den Bergen liegt schon ein bisschen Schnee. Hinter mir, ein Stück weiter unten, gibt es auch noch eine Schranke. Die wird dann gesperrt, wenn es da nicht mehr fahrbar ist. Ich habe aber keine Ahnung wann, so ich bin sehr gespannt. Ich werde hier ja noch ein paar Mal hochfahren. Ich habe hier noch eine andere Stelle gefunden. Da kann ich Odin auch mit rausnehmen, weil hier ist ein bisschen Weg. Da muss ich nicht so klettern und Angst haben, dass er mich wegzieht. Der ist nämlich ganz schön stark, der Odin. Ich bin allerdings noch nicht so viel weiter unten. Aber hier sind ein paar mehr Nadelbäume. Das sieht, da zieht er mich ein Stück. Jetzt ist das nicht ganz so kahl. Ich guck mal, wie das da hinten aussieht. Guckt euch das an. Ist das nicht fantastisch schön? Liebt ihr den Herbst auch so sehr wie ich? Odin und ich fahren jetzt wieder nach Hause. Wir haben es wirklich genossen, hier ein bisschen in den Bergen rumzulaufen. Vor allem auch Odin, nicht nur ich. Und ja, mal sehen, wann ich das nächste Mal hochfahre. Vielleicht liegt dann ja sogar schon Schnee.
Wir sind jetzt wieder zu Hause. Das war wunderschön, aber eins kann ich euch sagen, Film mit Hund an der Leine ist gar nicht so einfach. Man muss ja doch ziemlich stillhalten beim Film und ja, sobald Odin das Ende der Leine erreicht hat, ruckt er natürlich einmal da dran und das stört jedes Mal das Bild. So, da muss ich noch ein bisschen üben mit ihm, aber das wird schon. Euch wünsche ich nun eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.